Moin meine Freunde des selbsterzeugten Stroms und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch, wie ihr euer Indevolt-System in Home Assistant integrieren könnt. Zum Anfang muss man sagen, es gibt mehrere Integrationen, die wir für Home Assistant nutzen können, alle mit einem unterschiedlichen Funktionsumfang. Ich zeige euch heute die einfachste Methode, wie ihr eure Systeme in Home Assistant integrieren könnt. Was wir zuerst machen müssen ist, dass wir uns einmal in die App begeben. Wir wählen die entsprechende Einheit aus, die wir verbinden möchten mit Home Assistant, gehen in die Einstellungen und prüfen, ob wir hier bei der lokalen API HTTP ausgewählt haben. Ist hier nichts ausgewählt, ist diese Funktion wahrscheinlich deaktiviert und wählt, wenn es nicht da ist, unbedingt hier einmal HTTP aus. Zweite Voraussetzung ist natürlich auch, dass ihr eure Einheit mit einem WLAN-Netzwerk verbunden habt. Das werden die meisten von euch sicherlich bei der ersten Einrichtung schon gemacht haben. Und damit wir das Ganze jetzt in Home Assistant einrichten können, brauchen wir die IP-Adresse des jeweiligen Gerätes. Die IP-Adresse findet ihr raus, indem ihr hier unten auf Netzwerkeinstellungen klickt und dann notiert ihr euch diese entsprechende Nummer. Das müsst ihr dann für jede eurer Indevolt-Einheiten einmal machen. Notiert euch diese Nummer, diese brauchen wir dann gleich noch. Und dann würde ich sagen, schwenken wir einmal rüber zu Home Assistant. So, meine Freunde, da sind wir jetzt auch schon an meinem Rechner. Wenn ihr euch jetzt die ganzen IP-Adressen notiert habt entsprechend, dann könnt ihr hier auf diese Seite gehen, homeassistant-io/integration/Indevolt oder sucht einfach bei Google oder Bing nach Indevolt Home Assistant, dann solltet ihr auf diese Seite kommen. Hier sehen wir, diese Home Assistant Integration wird von BK1600, BK1600 Ultra, SolidFlex und PowerFlex 2000 unterstützt momentan. Wir müssen alle Geräte im gleichen Netzwerk haben, also wie ich eben schon erwähnt habe, ihr müsst eure Einheiten entsprechend im WLAN verbinden, eure IP-Adresse notieren und ihr müsst die lokale API aktiviert haben. Alles das, was wir eben schon einmal durchgegangen sind. Wenn wir das soweit gemacht haben, müsst ihr letztendlich nur noch auf diesen blauen Knopf einmal klicken, auf diese blaue Schaltfläche. Und dann kann das sein, dass ihr gefragt werdet, was eure URL ist zur Home Assistant Instanz. In meinem Fall muss das jetzt nicht weiter abgefragt werden, weil ich es eben schon mal eingegeben habe. Dann sagt ihr dann entsprechend Open Link. Und dann werdet ihr entsprechend nach euren Anmeldedaten gefragt für Home Assistant. So, dann werden wir gefragt, möchtest du Indevolt einrichten? Dann sagt ihr entsprechend OK. Und dann kommt jetzt die IP-Adresse ins Spiel, die ihr euch eben aufschreiben solltet. In meinem Fall ist das zum Beispiel eine 162, 168, 295. Und dann sagen wir OK. Dann erkennt er jetzt hier ein SolidFlex 2000. Ja, ist nicht ganz so richtig, aber SolidFlex und PowerFlex sind halt technisch quasi identisch. Deswegen nicht ganz so schlimm. Wir können ihm jetzt hier noch einen bestimmten Bereich hinzufügen. In meinem Home Assistant pflege ich diese Bereiche nicht. Also sage ich entsprechend überspringen und abschließen. So, und dann sehen wir hier, haben wir jetzt ein Indevolt-Kärtchen mit einem neuen Gerät. Wenn wir auf dieses Gerät mal raufklicken, können wir dann hier viele Sachen uns angucken bzw. steuern. Wir können sagen, ob die Bypass-Steckdose an ist, mit wie viel Watt eingespeist werden darf. Mein Energiemodus, Entladegrenzen, LED-Anzeige. Also ganz viele Sachen, die wir eigentlich über die App machen, können wir jetzt hier lokal ohne Internetverbindung entsprechend steuern. Wir können uns hier auch noch diverse Daten anschauen. Was haben wir bisher geladen? Was haben wir für einen Modus gesetzt? Wie viel Energieinhalt hat mein aktueller Tower? Wir haben hier 2 Kilowattstunden, also das ist dann mein PowerFlex ohne Erweiterungsakku. Die aktuelle Zählerleistung, wenn wir einen Smart Meter gekoppelt hätten. Wenn ich hier noch Solarpanels etc. hätte, dann könnten wir uns hier noch angucken,
entsprechend welche Solarleistung wir hätten. Cool ist, dass man das Ganze hier pro Eingang angucken kann, also nicht nur zusammen, sondern alles einzeln. Und das könnt ihr dann quasi mit jeder eurer Indevolt-Einheiten machen. Ihr könnt das gerne nochmal für einen zweiten machen. Also wenn ihr jetzt mehr als eine Indevolt-Einheit habt, dann klickt ihr hier einfach auf Indevolt, sagt dann Gerät hinzufügen und dann kommt wieder das Fenster mit der IP-Adresse. Dann nehme ich mir jetzt einfach mal meinen anderen Powerflex. Das ist 210. So, und dann sehen wir, haben wir hier die zweite Einheit entsprechend. Und dann können wir hier wieder alles soweit konfigurieren, wie wir wollen. Hier sehen wir zum Beispiel Nennkapazität 6 Kilowattstunden. Das ist also mein Tower mit 2 Erweiterungsbatterien. Ja, feine Sache auf jeden Fall. Und das ist es letztendlich schon. Das ist bisher momentan die einfachste Möglichkeit. Wie gesagt, es gibt auch noch Community-Erweiterungen, die könnt ihr dann per Hex installieren. Kurz ins Detail können wir noch mal reingucken. Wenn ihr hier in Hex drin seid, könnt ihr hier oben entsprechend sagen, benutzerdefinierte Repositories. Und dann müsst ihr hier entsprechend die URL eingeben zu dem GitHub-Repository und hier dann Typ Integration auswählen. So könnt ihr dann noch die anderen Community-basierten Sachen hinzufügen. Das wäre es soweit von mir. Kurz und knapp in 5 Minuten erklärt, wie ihr eure Einheit lokal in Home Assistant steuern könnt. Wenn euch gefallen hat, dann gerne Daumen nach oben, Fragen in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal.